Und immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Hammer her. Ja, willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Und heute schweifen wir wieder mal ein bisschen aus in die Welt der Kryptos und da gibt es nämlich eine neue Meldung. Das Steuerkryptowerte-Steuertransparenzgesetz KST-TG-E. Gut, das Ding hat es wirklich in sich, das heißt, ihr werdet komplett gläsern. Der gläserne Bürger, eine absolute Kontrolle. Grüße von Orwell. Ja, der wäre echt neidisch gewesen, was den Leuten hier alles einfällt. Das kommt in der EU alles auf euch zu. Ich habe euch mal einen kleinen Artikel zusammengeschrieben. Ich werde jetzt in dem Video natürlich nur kurz auf das ganze Thema eingehen. Das müsst ihr sowieso nachlesen. Dazu gibt auch der rechtliche Hinweis, es ist keine Steuerberatung oder sonstiges. Das darf ich auch nicht machen. Es ist einfach eine Offenlegung der Informationen, die jetzt nicht nachvollziehbar sind und veröffentlicht wurden. Ja, mit dem Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz bereitet sich Deutschland auf die internationale Umsetzung der EU-Richtlinien DAC 8 EU 2023-2026 vor. Ziel des Gesetzes ist es, die Steuertransparenz im Bereich der digitalen Vermögenswerte sicherzustellen und Steuerhinterziehung durch verschleierte Kryptotransaktionen zu verhindern. Hatten wir alles eigentlich auch schon bei Mika, aber das hat mir nicht ausgereicht. Das ist wieder die alte selbe Salamitaktik. Ihr kriegt einen Brocken nach dem anderen hingeschmissen und es wird akzeptiert. In einem Stück würden sie das Ganze nie durchbringen und diese alte Technik funktioniert immer wieder. Es wehrt sich auch keine Sau dagegen. Also was soll's. Das Inkrafttreten dieses ganzen Klabauks ist Ende 2025 vorgesehen. Mit der Anwendung dann zum 1. Januar 2026. Dann die Rechtsgrundlage und die Zielsetzung. Ja, da kommt ja auch nochmal die Mika zur Sprache. Betroffene Akteure, da wird es jetzt mal ein bisschen interessanter. Kryptodienstleister, was die alles beachten müssen. Nutzer und Nutzerinnen. Erfasst werden natürlich und juristische Personen mit steuerlicher Ansässigkeit in der EU. Das heißt, wenn du aus der EU raus bist, solltest du damit eigentlich keine Probleme haben. Allerdings, wenn du jetzt natürlich aus alten Zeiten noch einen Anbieter hast, die EU mal da ein Konto gehabt hast, das dann übergenommen hast, nach der Auswanderung quasi übertragen hast in ein neues Land, ist es wohl immer noch in der EU ansässig. Das habe ich wohl schon von Crypto.com rausgekriegt, weil ich da mit denen schon mehrfach Differenzen hatte, weil was nicht ging. Und das Konto da wohl immer noch EU-mäßig läuft. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile mal angepasst oder geändert haben. Ich würde nicht ausschließen, dass da vielleicht noch irgendwo ein kleiner Teufelsfußabdruck vielleicht irgendwo im Detail steckt. Pflichten der Meldepflichtigen. Sorgfaltspflicht. Ja klar, logisch, haben wir doch immer Schönschriften in der Schule. Kryptodienstleister müssen künftig bei Neukunden eine staatliche Selbstauskunft einholen. Dies beinhaltet steuerliche Ansässigkeit und Wohnsitzstaat. Das war das, was ich gerade angesprochen habe. Mal schauen, ob das dann endlich ein bisschen besser wird. Dann sie müssen die TIN erfassen. Das heißt, auch wenn du in Thailand oder in Vietnam lebst, brauchst du eine TIN, also eine persönliche Steuernummer. Also TIN, Tax Identification Number. Kann man das mal übersetzen. Identitäts- und Adressverifikation, KYC, nach AML-Vorgaben. Ja, alle rechtmäßigen Aktualisierungen und Ankunft sind verpflichtend. Meldepflichten, Dienstleister müssen jährlich bis zum 31. Juli des Folgejahres Informationen an das Bundesfinanzamt für Steuern, BZST, übermitteln. Kundenstammdaten inklusive steuerlicher Ansässigkeit. Das heißt, wenn du Deutscher bist, wird wahrscheinlich das auch, wenn du dein Konto im Ausland hast, an die Finanzbehörden übermittelt. Also ich gehe mal davon aus. Dann, ja gut, was du gemacht hast, ist klar, wollen sie natürlich wissen, wie viel, wollen sie natürlich auch wissen, ist klar. Marktwert zum Zeitpunkt der Transaktion, das ist schon mal ein Fortschritt. Also wenigstens da ist jetzt auch mal eine Regelung drin. Also es hat schon ein paar positive Punkte, aber der ganze Beigeschmack der ganzen Geschichte, also der Schwabe würde sagen, da ist ein Geschmäckle drin. Die Empfangsadresse bei Transfers, das heißt, wenn du dich selber beweist, wissen sie auch, dass das eine andere Wallet ist. Neben den Meldepflichten sind Anbieter verpflichtet, steuerrelevante Daten mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Insbesondere Einkünfte ab dem Jahr 2027 über 750.000. Da gilt dann eine verlängerte Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren. Sanktionen bei Verstößen, Bußgelder bis 50.000 Euro, da kannst du deine Kryptos dann gleich mal ablegen.
Ich meine, wenn ich eine Wallet benutze, ich habe irgendwo eine alte Wallet rumliegen aus Zeiten, wo noch keiner irgendwas erfasst hat und da habe ich Kryptos drauf liegen und ich tue die mit jemandem austauschen, dann kriegen die meinen echten Namen auch nicht raus. Ich meine, also da sind noch genügend Haken, Ecken und Ösen und es wird immer Anbieter geben, die anonym ermöglichen. Man muss sich da halt wahrscheinlich auch entsprechend schlau machen wieder. Das Problem, was du dann allerdings immer damit hast, wenn du dich diesen Richtlinien, die hier kommen sollen, widersetzt, ist, wenn du dein Geld regulär auscashen willst. Angenommen, du hast jetzt irgendwo mal 100 Bitcoin gekauft, hast die nie versteuert und hast jetzt 1 Million. Wer kann dir die Coins abnehmen und dir die 1 Million Cash auf die Hand drücken? Und dann hast du Cash 1 Million auf der Hand, kannst du ja auch nirgendwo ausgeben, weil du das Bargeld-Mindestgrenze hast. Dieses ganze System wird immer schlimmer. Wenn sich der ganze Markt natürlich jetzt dahin entwickelt, dass alle Leute mit Coins unter der Hand zahlen, dann ist das natürlich alles weniger ein Problem, weil dann kannst du dein Geld natürlich auch anonym in Coins ausgeben. Es gibt ja anonyme Kryptowährungen wie Monero zum Beispiel, wobei das auch nicht immer so hundertprozentig ist, aber Mixer sind jetzt teilweise auch wieder ein bisschen erlaubt. Also von daher gesehen kann man seine Bitcoins auch wieder anonymisieren. Auswirkungen auf zurück zum Thema. Auswirkungen auf Steuerpflichtige. Hat folgende Konsequenzen für Dienstleister, für Nutzer. Ne? Hier ist wieder die lückenlose Dokumentation aller Transaktionen. Das heißt, Staking, Leading, da weisen sie extra nochmal auf hin, DeFi-Einkünfte. Also da will ich wirklich ganz genau nachhaken. Bei Nutzung ausländischer Plattformen erweiterte Mitwirkungspflichten. Okay. Jetzt sind wir wieder, auch wenn du im Ausland bist, wenn die was wollen, können sie natürlich. Ne? Was dieses hier angeht, verwende hier bei den Senioren, die wir betreuen, ehrenamtlich, die haben alle Paperless mittlerweile, die haben wir alle verseucht, vermint. Einfach, Paperless ist einfach eine gute Anwendung, man kann seine Akten archivieren und selbst wenn man den größten Blödsinn dann noch eingetippt hat, wo es zugeordnet wird, kann man es mit der In-Text-Suche finden. Es ist ein gutes System, ich werde dazu Videos machen, Paperless, wie ihr es installiert, wie ihr es nutzen könnt. Ich kann nur jeden raten, der sich damit rumschlägt, benutzt das Ding, Paperless. Ihr habt eine lückenlose Dokumentation mit diesen PDF-Dateien allen drin, Fotos, Auszüge, ihr könnt ihr alles reinstopfen und richtig schön archivieren. Damit könnt ihr dieser Nachweispflicht auch nachgehen. Du findest jeden Zettel, jeden Wisch, den du was notiert hast, alles. Wie gesagt, Paperless, aber da kommen wir noch in einem anderen Video dazu. Ich werde versuchen, das Ganze mal ein bisschen vorzuziehen, dass wir das dieses Jahr noch auf den Tisch haben. Ansonsten, wer es eilig hat für Paperless, kann sich natürlich gerne bei mir melden, beziehungsweise bei der KSC. Link ist in der Videobeschreibung unten. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung, ohne Ecken, Haken und Ösen. Darauf sei nochmal hingewiesen. Dann Fazit des Ganzen. Mit dem Kryptotransaktionsgesetz wird ein europaweites harmonisiertes Meldesystem eingeführt, das steuerliche Diskrepanzen bei Kryptowerten erheblich reduziert. Ja klar, wenn alles offen ist, ist alles durchsichtig wie eine Glasscheibe. Es ist, ja, man schreibt da wieder schöne Sachen hin, damit es alle glauben. Für Anbieter, auch für Anleger erhöht sich die Mitbildungspflicht, das ist wieder ganz wichtig. Dokumentationsanforderungen. Ich kann euch nur raten, werdet diesem Ding gerecht. Verwendet auch bitte ein anständiges Steuertool. Sucht euch da was raus. Ich habe mehrere in Bearbeitung gehabt. Ich habe mehrfach meine ganzen Transaktionen übertragen in andere Programme, weil sie sich nicht exportieren und importieren haben lassen. Cointracking habe ich eine Zeit lang benutzt, ist sehr gut. Allerdings haben mir teilweise die Buchungen nicht gefallen, die Aufteilung, die Ansicht. Es war teilweise schwer zu verstehen, was da drin steht. Wobei ich sagen muss, das, was du von den Kryptobörsen geliefert kriegst, ist in CSV-Dateien genauso bescheiden. Dann haben wir Binance. Von Binance kriege ich zum Beispiel überhaupt keine E-Mails mehr mit Belegen zugeschickt. Gleiches Crypto.com. Da gibt es auch keine Belege mehr. Da ist eingestellt, die Benachrichtigung, wenn ich was verkaufe, würde ich einen Beleg dazu haben. Nein, ist nicht, kriegst du nicht. Musst du dir Screenshots machen. Kinder, wir haben ja noch viel Arbeit vor uns. Hebt jeden Zettel auf, archiviert den, klopft den in euer Paperless rein, installiert euch Paperless. Wie gesagt, wenn es da Dinge gibt, kann man per Fernwartung machen. Die KSC erledigt das für euch, ist weltweit ein remoter Dienstleister, ist klasse, läuft super. Wenn du das Video gut findest und wenn es dir geholfen hat, würde ich mich über deinen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre super und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal.
Dann produziere ich diese Videos hier in meiner privaten Freizeit. Wenn du diesen Kanal also unterstützen möchtest, weil du es gut findest, was ich hier tue, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten verweise ich nochmal auf die KSC, wenn du mit deinem Computer irgendwelche Probleme, Hilfestellungen hast oder Fragen. Erste Beratung ist immer kostenlos. Dann einfach das Kontaktformular benutzen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Dabeisein. Ciao, bis zum nächsten Video.